Hallo Leute und willkommen zurück zu Java. Ja, hier mal ein kurzes Video. Meine Peinlichkeit hat vergessen, euch zu zeigen, wie man überhaupt vernünftig debuggt. Und ohne Debugging kann man relativ wenig mit Java anfangen, würde ich mal so behaupten. Debugging ist wirklich eins von den wichtigsten Dingen und deswegen möchte ich euch das unbedingt mal zeigen. Und zwar, ja, viele von euch haben vielleicht einfach immer dann sysout genommen und dann irgendwelche Variablenwerte ausgegeben. Es geht viel eleganter. Ähm, und zwar kann ich einfach mal hier eine Variable i deklarieren, die ist null und dann eine, keine Ahnung, irgendein Array, ähm, Array gleich, machen wir es gleich mal voll, sagen wir null 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So, jetzt haben wir hier ein schönes Array, upsala, das sollten natürlich geschweifte Klammern sein hier. Und so, ja, und dann sind wir glücklich und wir wollen dann zum Beispiel, keine Ahnung, einfach mal durchloopen. Ne, wir lassen einfach mal. Genau, wir sagen hier for int j gleich null, j kleiner Array, nein, Array Punkt Length und j plus plus irgendwas totales Simples. Und sagen hier, keine Ahnung, sysout. Das ist übrigens jetzt nicht das, was wir debuggen wollen. Array von j. Okay, so, was wir jetzt hier machen, wir setzen uns hier vorne einen Breakpoint, indem wir hier sagen Toggle Breakpoint, also Rechtsklick und dann Toggle Breakpoint, beziehungsweise wenn wir es nochmal machen, dann ist er natürlich wieder weg. Wenn wir Disable Breakpoint machen, dann pausieren wir ihn quasi. Wir wissen aber, dass dann noch was war. Wir können ihn dann auch wieder enablen. So, und wenn wir das Ganze jetzt hier ausführen, passiert gar nichts. Wir geben ganz normal wie immer das aus. Wenn wir jetzt hier aber auf die Bug-Mailen gehen, dann fragt uns hier erstmal, möchten wir denn eine gewisse Perspektive zum Debuggen überhaupt mal aufrufen? Und dann sagen wir ja. Und dann kommen wir in diese Debug-Perspektive und die ist ein bisschen kompliziert. Die bedarf einiges an Erklärung. Wahrscheinlich zumindest. So, zunächst einmal haben wir hier immer noch unseren Code und hier unseren Outline. So, und in dieser grünen Zeile hier sind wir gerade tatsächlich, bevor die ausgeführt wurde, sprich bevor wir sie tatsächlich ausführen. Übrigens habe ich hier jetzt die Klammern absichtlich weggelassen, wenn wir nur eine einzige Zeile in dieser Vorschleife brauchen. Ja, so. Und jetzt wird's cool. Jetzt haben wir hier oben nämlich die aktuelle Belegung von irgendwelchen Variablen. Ich mache hier gerade mal das Array auf. Hier sehen wir dann an der Stelle null ist es null, an der Stelle eins ist es eins und so weiter bis zur Stelle 9. Da ist es 9. Und hier j ist null. Hier sehen wir es auch nochmal unten. Aber hier steht der Value theoretisch drin. Args ist eine leere Menge einfach. Also nichts wirklich Wichtiges. Okay. Ähm, ja, und was wir jetzt eben machen können, wir können hier unsere Breakpoints angucken. Das heißt, alle Breakpoints, wo wir das Programm quasi pausieren, während es läuft. Achtung, weil wir müssen auch tatsächlich dort sein, damit es pausiert wird. Also wenn wir irgendwie eine GUI haben und wenn wir auf den Button klicken, dann rufen wir Code auf, in dem ein Breakpoint drin ist. Dann wird erst, wenn wir auf diesen Button klicken, wird tatsächlich dieser Code aufgerufen und tatsächlich auch erst dann wird dieser Breakpoint aktiv. Das heißt, wir halten auch erst dann das Programm an. Die Expressions, die müssen wir jetzt nicht irgendwie, das ist auch alles nicht wirklich irgendwie wichtig. Das Wichtige sind eigentlich diese Variablen hier. Wenn wir auf das Array draufgehen, dann sehen wir das hier auch. Ja, so. Also, wir haben jetzt hier einen Breakpoint gesetzt und wir können uns jetzt hier genau angucken, was steht in der Konsole, in welcher Zeile sind wir und wir sind glücklich. So, wenn wir jetzt hier weitergehen, dann klicken wir hier auf Resume und dann sehen wir hier, okay, wir geben erstmal null aus und hier diese gehighlightete Zeile hier, dieses gelbe Etwas, das ist, das ist die Variable oder das sind alle Variablen, die sich verändert haben. Das heißt, j ist jetzt aktuell eins geworden. Am Array selbst hat sich noch nichts verändert, aber wir können da immer den Inhalt von unseren Variablen direkt auslesen quasi. So, dann machen wir hier weiter und dann geben wir hier eins aus und j hat sich wieder verändert und so weiter und so fort. Hier oben können wir es dann tatsächlich auch direkt terminieren. Oder wir können hier unten draufklicken, das ist dann euch überlassen. Ich führe es jetzt mal komplett aus. Also wir sehen, jedes Mal, wenn wir hier draufdrücken, wird eine Zeile weiter ausgeführt. Es wird quasi wie pausiert das Programm. So, und das ist natürlich jetzt auch, ah ja, jetzt ist es fertig und jetzt haben wir quasi keine ausgegrauten Buttons mehr. Wenn wir jetzt rüber wollen in die andere Ansicht, dann gehen wir hier einfach wieder auf Java.
Okay, die Debug-Ansicht findet ihr direkt hier oben rechts unter Debug. So, ähm, jetzt ist es natürlich sehr interessant für Multithreading natürlich, da könnt ihr auch gerne mal ausprobieren. Es wird einfach pausiert, sobald ein Thread dann tatsächlich reinkommt und ja, wenn wir jetzt hier irgendwelche Klassen noch erstellen, funktioniert quasi genauso. Nur, ich glaube, ich sollte das euch tatsächlich doch mal zeigen. Wir wollen ja irgendwelche Variablen auch sehen von Klassen. Das sieht nämlich ein bisschen anders aus. Muss man erstmal drauf klarkommen. Sagen wir, wir nennen die Klasse Test und sagen, die hat einen int i und der ist 5 und dann ein String j gleich 3, 4 oder was auch immer. Und ja, das reicht erstmal. Okay. Ne, wobei, warum eigentlich nicht? Es hat noch einen Test. Test. Das sollten wir groß schreiben. Refactor. Test. So. Ja, das schreibt sich hier natürlich groß. Test t gleich new test. Falls ihr meine Videos schon gesehen habt, das ist theoretisch auch alles hier in einem sozusagen Mini-Konstruktor drin. So, wenn ich jetzt hier aus diesem, genau, ich speichere mir hier einfach ein Test t gleich null und dann kreiere ich in dieser Vorschleife, das waren die falschen Klammern, jedes Mal einen neuen Test und der sieht dann etwas anders aus. T gleich new Test. Ach halt mal, das wird jetzt exponentiell kaputt gehen, weil ich hier natürlich, das kann ich doch nicht machen, sonst rufe ich ja den Test auf und der kreiert sich wieder einen Test und so weiter und so fort, bis ich irgendwann Stack Overflow habe. Das wäre nicht so cool. So, aber so müsste es eigentlich reichen. Okay, ihr seht hier aktuelles Test noch null. Wenn ich das jetzt hier einen Schritt durchlaufen lasse, dann haben wir hier einen Test T mit der ID 21, das ist quasi die Variablen-ID und J hat sich auch geändert. So, hier unten steht die Referenz davon, das heißt, wir sehen, dass der Test an der Speicheradresse 6AE40994 ist, das ist übrigens hexadezimal, deswegen das A und E hier, aber nichts weiter Wichtiges. So, und wenn wir jetzt hier das Ganze noch ein bisschen größer machen, dann können wir hier die Variablen auslesen. Also wir haben hier für einen String haben wir auch den Hash-Wert und den Value. Und in diesem Value, da haben wir quasi ein Array aus Characters drin, sprich für jeden Character, den wir hier irgendwie haben, also aktuell nur die 4, haben wir einen eigenen Wert hier drin in dem Value. So, ja, also wenn wir hier drauf fahren, dann sehen wir das auch. Was ruckelt denn hier gerade so abartig? Keine Ahnung. Okay, und ja, hier sehen wir dann i natürlich genauso. Und ja, also wenn ich das jetzt durchlaufen lasse, dann sehen wir, dass sich der Test aber auch geändert hat. Hier ist jetzt eine andere ID gekommen und die Adresse ist auch eine andere geworden, denn es wurde ja ein neuer Test angelegt und so könnt ihr dann eben fortfahren und immer gucken, habe ich jetzt noch denselben Test oder hat sich irgendwas geändert oder. Genau, ja, okay. So, jetzt könnt ihr euch quasi während der Laufzeit irgendwelche Sachen angucken. Das Wichtigste sind eigentlich hier diese Breakpoints. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.